Ha, liebe Freunde des gepflegten Gamings, schön, dass du dabei bist, hier auf diesem Kanal. Und ja, schön, dass du Teil der Crew sein willst. Hier bei Return to Monkey Island, das wir heute hier spielen werden. Zusammen mit, Let's Play mache ich draus, zusammen mit den Leuten aus dem Chat. Grüße hier und Grüße auch an YouTube. So, ihr hört schon im Hintergrund, es ist die Monkey Island Musik, die gerade läuft, und jetzt noch ein kleiner Vorgeplänkel natürlich, bevor ich Monkey Island, also Return to Monkey Island, mit euch spielen werde. Natürlich muss ich da natürlich noch was zu sagen. Ich als kleiner Bub, was heißt kleiner Bub? Ich bin 1982 geboren und viele, die Monkey Island Teil 1 gespielt haben. Also ich muss sagen, als es rauskam, war ich 8. Deutschland wurde Weltmeister, das 3. Mal in Italien. Und habe selber Fußball gespielt und noch nicht wirklich Monkey Island gespielt. Schande über meinem Haupt, aber ich war einfach zu jung, weil ich hatte noch keinen PC. Den bekam ich erst später, sodass ich Monkey Island zeitversetzt gespielt habe. Und was ist Monkey Island? Für alle, die es überhaupt nicht kennen, für alle Neuen auf dem Kanal. Monkey Island ist ein Spiel, das handelt von einem Piraten namens Guybrush Threepwood. Oder beziehungsweise er möchte ein großer Pirat werden. Das ist Teil 1. Und es gibt auch noch Teil 2. Auf jeden Fall sind beide Teile haben Kultstatus. Monkey Island ist so für viele Kindheitserinnerungen das Spiel schlechthin, was, wenn sich Computerspiele auch von früher denken, teilweise und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, nachdem wir in The Secret of Monkey Island dann in Teil 2 LeChuck's Revenge spielen durften, also LeChuck, der böse Geisterpirat, hat Elaine entführt im 2. Teil, und das Ende des Spiels von Teil 2 ist, dass Guybrush Threepwood und sein Bruder auf einem Rummelplatz sind. Der Rummelplatz heißt Big Whoop. Das ist der angebliche Schatz, den Guybrush finden wollte. Und ja, da sind sie dann gelandet. Man sieht sie dann noch irgendwie so ein Erwachsenenpaar dann langgehen, und dahinter läuft dann Guybrush und dahinter läuft dann LeChuck, und als sie dann weitergehen, guckt dann einmal LeChuck so nach vorne, und man sieht dann das Blitzen in den Augen, also der Bruder, und man denkt da halt automatisch, dass das LeChuck ist. Damit endet Teil 2, und dann denkt man sich, okay, wie war das? Wie hieß der 3. Teil noch gleich? Curse of Monkey Island, ne? Es gab ja mehrere Teile, The Curse of Monkey Island. 1997 kam dann Monkey Island 3 raus, also Monkey Island 1 1990, Monkey Island 2 1991 und Teil 3, jetzt würdest du sagen 1997, aber Pustekuchen, nein, 2022. Return of Monkey Island, das ist offiziell der 3. Teil, weil jetzt wieder Ron Gilbert am Start ist, der Gründer, Entdecker, Schöpfer, geistige Vater von Monkey Island und dem ganzen drumherum. Und das Problem ist, Monkey Island 2 wurde niemals aufgelöst. Und ja, das hat jetzt 30 Jahre gedauert, dass Ron Gilbert gesagt hat, jo, weißt du was, ich mache da nochmal ein Spiel. Und das Problem war, er hat es am 1. April die Nachricht verkündet, hat sich aber auf seiner Webseite immer geschworen, oder auf seinen Seiten immer geschworen, er macht niemals einen dämlichen Aprilscherz. So, jetzt ist natürlich das Problem, man hat gedacht, naja, ist das jetzt ein Aprilscherz, der da über 30 Jahre vorbereitet hat, dann Respekt. Aber kurze Zeit später wurde das Ganze dann bestätigt. Ja, es gibt einen 3. Teil von Monkey Island, und den spielen wir heute. Also 30 Jahre später, und jetzt wird vielleicht aufgelöst, was das Geheimnis von Monkey Island ist, was es mit Big Whoop, mit dem Rummelplatz auf sich hat. Ist LeChuck der Bruder von Guybrush Threepwood? Die Eltern, die da vorgehen, hat es mit denen auf sich, oder laufen die denen hinterher? Und warum sind, und das ist das Entscheidende, beides plötzlich Kinder gewesen, die über den Rummel gelaufen sind? Haben wir alles nicht verstanden, und mein Telefon geht gerade, deswegen muss ich mal ganz kurz die Tür zu machen, aber doch nicht. Es hat wieder aufgehört. Hat eben schon geklingelt. Ich weiß nicht warum. Ich kann jetzt gerade leider nicht dran gehen. Tut mir sehr leid. Aber es ist, wie es ist. Wir spielen jetzt, genau. Und dafür switche ich mal rüber auf jenes, welches.
So. Einmal rein ins Spiel. Hoffentlich. Na? Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Warum funktioniert es denn jetzt nicht mehr? Ach, jetzt ist es da. Okay. Es geht nur in Vollbild. Okay, na gut, dann spielen wir halt in Vollbild. Ist ja kein Problem. Bin ja flexibel. Okay, wir sind in Return to Monkey Island von Lucasfilm Limited. Früher waren es Lucasfilm Games, die ersten beiden Teile gemacht haben. Dann wurde das später zu LucasArts, die natürlich dann weitere großartige Adventures gemacht haben, wie The Mansion 1 und 2, Sam und Max. Dann ging es ein bisschen rüber in The Dig und Vollgas, ein bisschen weniger witzig. Und natürlich auch die ganzen Indiana Jones Adventures, die waren ja auch genial. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal kurz dahin, weil... So, ich habe gerade den Chat mir selber zugemacht und dann kann ich nichts mehr lesen. Das wäre ja sehr schade. Gut, wir fangen also an. Schau dir das Sammelbuch an, wenn du neu bei Monkey Island bist oder eine Auffrischung brauchst. Oh, ich meine, 30 Jahre ist es her. Da könnte man mal das Sammelbuch gucken, wenn das auch schon so prägnant dann dargestellt wird, oder? Machen wir das mal. Vielleicht so ein bisschen die Geschichte, kann das sein? Was zuletzt geschah. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. GT. A? 6 Fragezeichen? Nein, gut. Ja, wir öffnen mal das Buch, oder? Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Oh, warte, ich glaube, ich habe was vergessen. Freunde. Einstellungen. Text und Sprache. Ich wollte doch Textdialoge. Warte mal, Untertitel. Soundeffekt, Untertitel? Was ist das denn? Nur Text? Text und Dialoge? Text und Dialoge, das will ich. Aber warum... Ist es das vielleicht? Ich muss nur mal kurz gucken. Das wundert mich gerade. Zurück. Sammelalbum. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? Jetzt haben wir It's filled with my adventures. Das gehen wir mal rein. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Ich auch. Also, das Spiel ist nicht auf Deutsch übersetzt, also mit der Sprachausgabe, sondern nur in Anführungszeichen hier mit den Untertiteln. Aber das tut uns ja nicht keinen Abbruch. Ich finde es trotzdem gelungen. So, jetzt mache ich mal noch mal ein bisschen leiser. So. Und dann gehen wir mal rum und schauen uns die Sachen an. Erzähl mir mehr. Aha, okay. Ja, dann. Kann ich mal auf das Bild klicken. That's me, Guybrush Threepwood. Ein mächtiger Pirat. That's me, Guybrush Threepwood. Okay, das habe ich verstanden. So, hier ist nichts mehr, dann gehen wir mal weiter. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Schön, dass er jetzt alles erzählt, was ich nicht erzählen konnte. Treasure hunting is important for any pirate. Das stimmt. Treasure hunting is important for any das pirate. ist ein Ding. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Er musste also 3 Prüfungen ablegen und The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Genau, das waren die bösen Pudel, die man dann schlafen legen konnte und sind auch keine Tiere bei dem Spiel geschädigt worden. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Auch interessant, was ist aus Elaine geworden? Warum ist sie auch ein Mädel oder... wir werden es mal sehen. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Harr, meine Freunde, einen schönen Grog mit euch trinken. Ich muss dazu sagen, meine Piratenstimme ist auch gleichzeitig meine Zwergenstimme. Die Zwerge haben gebuddelt. Haha. Gutes Bier. Weiter geht's. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Okay, erzähl mir. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. Oh, guck mal hier, die Szene. Ich weiß noch, dann ist das Schiff, also das ist Stan, Bootsverkäufer, Verkäufer, ne, der immer so hantiert. Und dann ist das, hat er erzählt, und dann für so und so einen Preis wird er das Boot auch nicht nehmen und dann ist das Boot untergegangen. Ach, ey. Wahnsinn, ey. Ja, LeChuck. LeChuck thought he was in love with Elaine. Er dachte, er sei in Elaine verliebt. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Und dann? My first ship was the Sea Monkey.
I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Ich erinnere mich. Ach Mann, Leute. Ich glaube, ich müsste auch nochmal Monkey Island 1 und 2 spielen, aber da muss ich wirklich vertonen und die ganze Zeit so reden. Das wird dann ein bisschen auf die Stimmbänder schlagen. Aber hatte ich auch vorgehabt, Monkey Island 1 und 2 bei mir auf dem Kanal zu machen. Ich dachte, ich hätte ja noch Zeit, weil Monkey Island 3 ja niemals kommen wird. Musst du gucken. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. Okay, dann erzähl mir mehr. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. Das stimmt. You had to brew a special potion. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. Oh Mann, die Kannibalen. Ey, ich habe vieles vergessen, aber es sind so viele kultige Charaktere in Monkey Island 1 und 2, dass auf jeden Fall spielen wird. Ich werde es auf jeden Fall nochmal auf meinem Kanal spielen. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. Gottes Willen, ja, Himmel. Das alles, also vieles habe ich verdrängt, also man muss es auf jeden Fall nochmal spielen. Da habe ich Jahre später nochmal Monkey Island 1 und 2 durchgespielt, so privat. Und es hat immer noch genauso viel Spaß gemacht. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. Alter, das war so ein geiler Humor. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Oha. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? Elaine. Natürlich hat sie alles unter Kontrolle. Gouverneurin, hallo? I defeated LeChuck and he basically exploded. Oh, guck mal. It was the beginning of something magical. Oh, mit Kussmund. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Ja, und das war der Beginn von Teil 2. Stimmt, im ersten Teil hat man nur den Schatz gesucht und Monkey Island bestanden ja von Melee Island. Genau, und Teil 2 beginnt quasi hier, wo wo Guybrush den Schatz hält und Elaine kommt runtergerobbt und ja. Wir hören jetzt, was passiert. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Wow. Ja. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Ja, stimmt, alles andere ist so ein bisschen, ich weiß es nicht. Elaine always seems to know when I need her. Das stimmt. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. Aber dann? One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. Frisch verheiratet. Aber da fehlen die weißen sie, die Dosen dahinter. Die Dosen, Mama. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. Accessoire vielleicht nur. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Und den Murray hat man in dem ersten Trailer von Monkey Island 3 gesehen. Da ist der aufgetaucht, weil sie es sich nochmal angucken wollte. Das ist Murray. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. Ja, stimmt. I got buried alive. Und? Things backfired on LeChuck, because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. Strike. Aber das war doch nicht das Ende. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scumbar handle the catering. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. Die Dolche? Wo sind denn Dolche? Elaine and me together forever. Ein Symbol für das The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. Ich sehe gar keine Dolche. Dolce & Gabbana vielleicht. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. Das stimmt.
It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir auch gemacht. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Und? I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, Teil 3 und sowas. Also das habe ich nicht mehr gespielt. Ich habe es angefangen zu spielen. Teil 3. Tales from Monkey Island, Curse from Monkey Island, die ganzen, die dann kamen, also das habe ich nicht mehr gespielt. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Jetzt die Frage, ob ich das jetzt lesen sollte, wenn ich das noch spielen will. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. Okay. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Das war das schon. Okay, dann geht's weiter. Hallo? Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Oh Gott. Okay. I had to wear a hook for a while. It came in handy. Morgan Le Fay betrayed me, even after we bonded inside a giant manatee. I should have trusted her less. Ich muss auch sagen, die Teile nach 2, ich glaube 3 war noch so ein bisschen, da war ein bisschen mehr cartoonmäßig und schlanker, höher und so weiter. Für mich war Guybrush immer so ein kleiner Typ und nie so dieser große, schlanke. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Oder fand ich halt nicht so schön. Das ist bei Larry Leffer, bei der Leisure Suite Larry-Reihe genau das gleiche. Ich finde den großen, schlanken, schmalen Larry, passt nicht. Ich finde den Larry aus Teil 7, finde ich am besten. Also Love for Sale, wo er auf dem Schiff ist. Anderes Spiel, scheißegal. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass ich auch den kleinen, süßen Guybrush besser finde als den großen aus Teil 3, aus dem Tales und Curse von Monkey Island Teilen. Also. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. Ja. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Sonst wären wir nicht hier wahrscheinlich, ne? Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. Oh, okay. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Ich habe meine Trauben schon gegessen. Krass. Notiz an mich selbst. Mehr Papier für den Rest meines Abenteuers besorgen. Ja, Freunde. Alles klar. Und damit, ich meine, das müssen wir machen, damit wir ja wieder auf Stand sind. Jetzt würde ich sagen, starten wir das ganze Game mal. Los geht's. Einfacher Modus, die ganze Geschichte und der ganze Spaß, aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spieler. Oder schwerer Modus. Mehr Rätsel, schwere Rätsel, einfach affenstark. Für den Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Ja. Ich würde sagen, sind wir Rätsel? Rätselfüchse? Ja, ne? Wenn es nur 2 gibt, ich hätte sonst die goldene Mitte genommen, aber Auftakt, eine unerwartete Geschichte beginnt. Muss ich mich jetzt gleich mal... Los geht's. Ich hoffe, ich bin ja auch richtig an Stelle hier. Take this, LeChuck! Guybrush, Jetzt erfahren wir, was come passiert over ist. here, gently now. Remove my mask. Das ist das Geheimnis von Monkey Island. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Tun wir so, als wären sie unsere Eltern. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Okay. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sind das gar nicht unsere Eltern, scheinbar?
Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Okay, ein Scurvy Dog. Na gut. Ich glaube, ich sollte... warte mal kurz. Wie ist das hier mit der Steuerung? Ich habe eine To-Do-Liste dabei. Ach, sehr interessant. Ach, da oben. Ganz kurz, ganz kurz. Steuerung, Sound, Text und Sprache, Oberfläche. Dialog, Hintergrund. Dunkel, schwarz. Mittel, Sprachtextgröße ist okay, ne? Das ist auch in Ordnung. Sprechernamen anzeigen? Nee. Ich wollte doch mal... Nein. Geh direkt wieder dahin. Soundeffekte Untertitel, die brauchen wir nicht. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Das ist leider Quatsch, den brauchen wir ja nicht. Okay, Scurvy Dog, das klingt gut. So, ein paar Scurvy Dogs besorgen. Okay, das ist also Chucky und das sind wir. Gut. Herumalbern. Hey, Chucky, get ready to run. Oh oh. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Okay, also er sagt, wir sollen wirklich zur Girl Next Door Some gehen. places you go have scurvy dogs with cheese inside. Mein Gott, die sind ja richtig gut scheinbar. Aber ich kann immer nur linke Maustaste drücken, ne? Ich kann nichts anderes machen, glaube ich. Geht das? Ja, rechte Maustaste geht gar nicht. Das heißt, ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Aber es wird total einfach sein, denke ich. So, hier gibt es ein paar Scurvy Dogs. Das machen wir natürlich als erstes, weil die sind ja so heiß hinterher. Okay. Ja. Wie viel kostet Scurvy Dogs? Ein paar Scurvy Dogs bestellen. Okay. Hühnerfußpommes bestellen. Ach, Alter. Das ist ja schon wieder so... Das ist ja schon wieder eklig. Okay, der Schlüssel an einem Holzbein. Interessant. Ich kann mir das nicht angucken. Den Zettel lesen. It says, return outhouse key when finished, or else. Alter. Wow, sieh dir diese Brille an. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Vielleicht sind seine Ohren noch gut. Vielleicht solltest du nicht so vor ihm stehen und reden. Nach Dingen fragen. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Okay, können wir ein paar Scurvy Dogs bekommen? Können wir ein paar Hühnerfußpommes bekommen? Können wir bitte einen Grog bekommen? Can we get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups. Beat it. Just beat it. Just beat it. Beat it. Na gut, sich wieder über seine Brille lustig machen, den Typ hinter dem Tresen nach I Dingen. once had the hiccups for 4 days straight. Now what? Okay, kann ich ein paar Scurvy Dogs haben? Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Bitte? Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Wird bestimmt funktionieren. Ach Gott. Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Okay, ich glaube, I das guess funktioniert so nicht. never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Okay, können wir den Schlüssel nehmen? They put it on a leg to keep you from walking off with it. Dann Schlüssel schnappen. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Es wurde ein Scurvy Dog, glaube ich. Okay, komm schon, gehen wir. Schnell, 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 schnell. Plums Klo. Na gut, dann gehen wir mal zum Plums Klo. Ach da. Da ist es ja schon. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Okay. Also das ist interessant. Wenn ich hier draufklicke, dann It's vibriert locked. unten der Good thing Plumpsbeutel. I've got the key in my pocket. Und deswegen holen wir ihn mal raus. So, und die Tür mit dem Plumpsklo mit dem Schlüssel aufschließen. Coole Good. Steuerung. You Coole unlocked it. Steuerung. Man kann nicht viel machen, aber... eklig.
Nach uns in der Toilette suchen. Ja, wer macht das denn von uns beiden? Was ist das denn? Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Alter, was ist denn mit dem Scurvy Dog? Am Schlamm riechen. Ugh, what is this stuff? Smells the same as the toilet. Alter. Jo, dann gucken wir mal erstmal im Dreck kaufen, bevor wir die Toilette durchwühlen. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Chucky hat gute Ideen. Where should we look? All over. Do you see any coins? Ich habe befürchtet, dass wir jetzt wahrscheinlich hier, vielleicht sind dort unten Münzen. Gross. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Das war so klar. Gross. Hast du einen? Hat er jetzt einen gefunden? In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Ich weiß ja nicht, ob das so stimmt. I am not doing that again. Was? Nach Münzen in der Toilette suchen? Warum macht er das nicht? Kann ich das hier mit benutzen? I am not doing that again. Where should we look? All over. Do you see any coins? Okay. War jetzt nicht in der Toilette eine Münze? I can stand on my head without using my hands. Kann ich den nicht einfach benutzen? Warte mal. Meine To-Do-Liste, was hab ich denn hier? Scurvy Dogs kaufen, eine Münze finden. Ja, das ist richtig. Gross. Eklig, ja. I am not doing that Okay, again. das funktioniert scheinbar nicht. Dann gehen wir erstmal raus. Dann gehen wir erstmal weiter. Chucky fesseln? Das ist alles schon Hey, vorgegeben. Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Na gut. Exhibit removed. Aw. Ist aber auch traurig. Ich meine, es ändert nicht daran, dass wir was anderes wollen. Das passt sogar. I want to say Alter, was ist das denn? I wonder if this is drinking water. Okay. Gruselige Let's Tür. not go back there again. Ach We'll so, just das- get yelled at. Genau, wir yeah, sind ja von da let's get gekommen. scurvy dogs instead. Ja. I'm hungry. Okay. Gibt's denn I so have ein an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Das ist Spiel pausiert. Gibt's denn hier auch noch irgendwie so ein, warte mal, so ein Hotkey? Dialogverlauf anzeigen, Pause, Dialog, Inventar, To-Do-Liste, Seekarte öffnen, okay. Was ist denn eine Seekarte? Warte mal gucken. Haben wir noch nicht, natürlich. Wahrscheinlich. Deswegen können wir da auch noch nichts machen. Na gut. Was steht da? The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Ja gut. Das reicht ja auch. Man muss ja nicht lesen können. Man muss ja einfach nur die... Immer der Nase nach. Dann kommt man Did you know wahrscheinlich... your feet won't smell if you don't wash them? Wo zum Thema Riechen. Dann kommt man wahrscheinlich entweder hier hin, Scurvy Dogs, oder hier hinten zum Plumpsklo. Man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Man weiß es nicht. Hier ist auch so ein Viech drin. Überall Ratten. Okay. Da oben ist... Ist der echt? Sounds real. Polly will Cracker. Kennt ihr das noch? So, herumalbern. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Ja, wir müssen aber irgendwie Münzen kriegen, ne? Weiter weg von leckeren Scurvy Dogs. Okay, das ist also nicht das Ziel, klar. Ich kann mir vorstellen, dass wir echt... Können wir das nicht... Warum können wir das Seil nicht nehmen? Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Also wir müssen hier irgendwie nach Münzen in der Toilette suchen. I am not doing that again. At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Gross. Ich weiß jetzt nicht, wie wir da drankommen, aber in der Toilette werden 100 Pro Münzen sein. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Fake Coin. Der sieht ja schlecht. Ich meine wahrscheinlich... Ach, weißt du was? Abpulen? Über den falschen 50er nachdenken. Nachdenken. I thought it was a piece of 8 at first. It looks just like a piece of 8. Könnte sein, dass wir das brauchen. Also, A wir fake versuchen ihn mal coin abzupulen. is almost as good as a real coin. I once had the hiccups for 4 days straight. Das hast du uns eben schon erzählt.
Okay, wir haben also eine wunderbare falsche 50er ansehen, den ich gefunden habe. Ach so, also natürlich. Okay, man hat es nur im Inventar, man kann es aber nicht nochmal richtig angucken. Es fehlt so ein bisschen so dieses Gamba-Dialogfeld und sowas alles hier unten, das, wo man halt da draufklickt, nimm, gib, zeige, schau, drück, quetsche, fummel und so weiter. Gibt's ja nicht. Ne? Das ist alles ein bisschen anders, aber ist auch gut. Ist halt gewöhnungsbedürftig. So. Nichts wie zurück. Nein. Und ein paar Scurvy Dogs bestellen. So, dann hängen wir mal wieder ein Haken. That's where the outhouse key was. Achso, können wir den wieder dranhängen? Müssen wir den dranhängen? Wahrscheinlich ja, ne? I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Den Schlüssel zurückgeben, alles klar. I'm returning the key. You want a medal? I'm the Metal King. So, oh, Errungenschaft. Ein Holzbein haben wir freigeschaltet. Warum haben wir Holzbein freigeschaltet? Weil das Looks an like einem they Holzbein need a ist, ne? swabby in here. I'll never be the ship's swabby. Na, That klingt is logisch. really, really low. So, nun denn, sich wieder eine Brille lustig machen? Nö, wir fragen ihn Sachen. Now what? So, jetzt aber. Wir haben das Gold, was er brauchte. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. Give me Scurvy If you give Dogs. me a piece of 8. Piece of shit. Na gut, dann kriegst du unsere Münze. Warum ist denn der plötzlich so sauber? Falschen Puff, das Goldstück. What can we get with this? Eklig. Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Yeah. Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Ich esse manchmal auch irgendwie eine dämliche Kacke, aber This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? okay, also wir haben die Aufgabe erfüllt. Was? Warte mal. Haben wir noch einen Scurvy Dog hier drin? Ein bisschen von Scurvy Dog nehmen. Ach so, okay. Also wir haben den nicht ganz aufgegessen, wir haben jetzt noch was im Inventar scheinbar. Gut. To-Do-Liste. Herumalbern und erkunden. Unsere echten Eltern finden. Gut, das sind die 2 Aufgaben, die wir machen. Dann würde ich sagen, das Schild Exhibit lesen, hier waren wir ja removed. schon. Das Fass prüfen haben wir auch schon gemacht. Smells like grog. Riecht nach Grog. So, dann hier. Hey, Ach, Chucky. das hatten wir schon. Das hatten Stand wir over schon. here for a minute. Aua. No way. Ich kann die leider nicht abbrechen, die Dialoge. Das ist schade. Da können wir auch nicht hoch. Das heißt, The words Das ist don't look schon- like words. das Einzige, But was mir there's a bleibt, picture ist of a hier. scurvy dog. Hey, Chucky, get ready to Das hatten wir run. aber auch schon. Mal gucken. Jetzt kommt er wieder. I Das guess they war's. don't like visitors. Wird wahrscheinlich zu früh sein. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Ist ein Vogel draufgesetzt. Ach nee, aufs Dach. Ich dachte gerade. Ja, dann gehen wir mal weiter. Wa? Dann sind wir hier erstmal durch. Lass uns in diese Richtung gehen. Das klingt gut. That's my friend Dee. Ach so. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerkfaces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. Okay. Wir kriegen neue Aufgaben. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Ja, dann schauen wir doch mal direkt drauf, was wir Neues bekommen haben. Alter! Ich dachte, wir hätten wir hätten das hier gleich durch. To-Do des mächtigen Piraten Junior. Piraten Junior? Okay. Also unsere echten Eltern finden, ist unser echter Vater vielleicht doch ein Pirat. Herumalbern erkunden, den Anker ansehen, Chucky in einem Rennen schlagen, die Enten füttern, etwas Soße zu meinem Scurvy Dog hinzufügen, Schwertkampf üben, ein 4-blättriges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen. Ja, dann machen wir das doch. So. Unsere echten Eltern finden natürlich, bevor ich das vergesse. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Ich danke dir fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein.
Die Folge muss ich leider pausieren. Ich mache ja ein Live-Let's Play, deswegen auch an dieser Stelle. Wie immer, danke fürs Zusehen, danke fürs dabei sein. Falls dir diese Folge gefallen hat, gib dem Ding einen Daumen nach oben. Falls du nichts verpassen möchtest, wie es weitergeht und das Geheimnis von Monkey Island endlich erfahren möchtest, dann empfehle ich dir abonnieren, Glocke aktivieren, dann bekommst du sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Und gerne was in die Kommentare schreiben oder bei uns auf dem Discord. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann mit dir weitergeht. Also, bis dann. Ciao.